Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute darum, wie man in der Sekundarstufe im Mathematikunterricht Aufgaben stellen muss. Menschen im Autismus-Spektrum haben oft ein überkonkretes, ein sogenanntes konkretistisches Sprachverständnis. Das heißt, was ihnen nicht ganz explizit gesagt wird, verstehen sie nicht als Auftrag. Das trifft auch auf den Mathematikunterricht zu. Also manchmal gibt es Schwierigkeiten, solche Aufforderungen zu verstehen wie löse Aufgabe 1, 2, 3, dann macht der Lehrer 3 Punkte an die Tafel, 10, F, 12. Und der Schüler löst Aufgabe 1, 2, 3 und 10, F, 12 und hat dann nur die Hälfte der Punkte erreicht und das entspreche einer 4. Manchmal stehen auch bestimmte Aspekte der Aufgabenerwartung überhaupt nicht in der Aufgabenstellung. Der Lehrer denkt, das ist ja klar, dass man das machen muss. Für den Schüler im Autismus-Spektrum ist es aber nicht klar. Zum Beispiel, dass der Lösungsweg auch Teil der Benotung und Bepunktung ist. Manche Schüler im Autismus-Spektrum lösen die Aufgabe im Kopf, verrechnen sich dann um 1 und haben dann überhaupt keine Punkte erreicht, weil ja in der Aufgabenstellung nicht erwähnt wurde, dass man alle Teilschritte tatsächlich notieren sollte. Wenn ein Test oder eine Klassenarbeit zum Ziel hat, abzurufen, über welches Wissen ein Schüler verfügt, bedeutet es auch, man muss die Aufgabenstellung so formulieren, dass ein Schüler zeigen kann, was er können kann. Sollte allerdings abgeprüft werden, wie viele verschiedene Varianten von Aufgabenstellungen jemand verstehen kann, wäre das eine völlig andere Anforderung. Dann wäre es gar nicht nötig, dass er es bis zum Ende löst, sondern dass er die Aufgabenstellung nur in eine andere übersetzt. Meist geht es aber darum in Mathearbeiten nicht. Es ist also ein Nachteilsausgleich wegen des bestehenden konkretistischen Sprachverständnisses, die Aufgabenstellung eindeutig zu formulieren, so dass der Schüler oder die Schülerin eine Chance hat, zu zeigen, dass er in der Lage ist, diese Aufgaben zu lösen. Für Lehrer ist es oft eine große Herausforderung, weil man sich erst eindenken muss in diesen überkonkretistischen Sprachgebrauch. Ich sage immer, Autismusbrille aufsetzen. Wenn wir als Pädagogen die Autismusbrille aufsetzen, gibt es für die Schülerinnen und Schüler die Chance zu zeigen, was sie leisten können. Das konkretistische Sprachverständnis wiederum ist sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.